Wir alle waren mal Kind und die meisten von uns denken gern daran zurück. An jene Zeit, in der die Welt einem Abenteuerspielplatz gleicht, wo jeder Regentropfen ein Geheimnis ist und jeder Sonnenstrahl ein Wunder. Auch für mich gleichen die Bilder meiner Kindheit einer warmen Decke, die sich um mich schmiegt, wenn immer ich sie aus meinem Gedächtnis krame. Sie sind Erinnerungen an Leichtigkeit, an Heimat, an müde, aber glückliche Eltern. Warum also fürchte ich mich so sehr davor, selbst Mutter zu werden? Unterwegs. Seit 7 Jahren auf einer Reise um die Welt. Als wir aufbrachen, war ich 24. Damals stellte ich mir diese Kinderfrage gar nicht. Sie war ein Kapitel, das ich irgendwann einmal ganz von selbst schreiben würde. Eine Familie zu gründen, das war für mich keine Entscheidung, sondern so selbstverständlich wie der Lauf der Jahreszeiten. Doch irgendetwas hat sich verändert in den vergangenen 2500 Tagen. In der Welt und in mir selbst. Ich bin nun Anfang 30, glücklich verheiratet und zufrieden mit meinem Leben. Und trotzdem so unsicher wie nie zuvor, ob ich überhaupt Kinder möchte. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass dieses Kinderthema ausgerechnet auf unserer Reise durch Südkorea aufploppt wie ein Maiskorn in der Mikrowelle. Denn die asiatische Wirtschaftsmacht ist nicht nur K-Pop und Kimchi, es ist auch das Land mit der niedrigsten Geburtenrate der Welt. Nirgendwo sonst entscheiden sich so viele Menschen für ein Leben ohne Kinder. Warum ist das so? Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn ihre Jugend verschwindet, wenn niemand mehr nachwächst, um sie zu erneuern? Und wie sähe meine Zukunft aus, wenn mein Leben kinderlos bleibt? Hallo aus Südkorea. Wir sind momentan in Busan, der zweitgrößten Stadt Südkoreas. Und ja, eigentlich war Südkorea nicht so auf unserem Reiseplan. Aber dadurch, dass wir jetzt Fernost bereist haben und in China und der Mongolei waren, hat sich Südkorea irgendwie ganz gut angeboten. Und ja, der erste Eindruck ist auf jeden Fall ruhig und auf den Straßen ist es sehr sauber, würde ich auch sagen. Aber im Gegensatz zu Ulaanbaatar, wo sehr, sehr viele junge Menschen unterwegs waren und wo man gefühlt fast keine alten Menschen gesehen hat, ist es hier genau umgekehrt. Wir werden jetzt erstmal in Busan ein paar Tage bleiben und danach nochmal nach Seoul fahren. Und ja, bin gespannt, was das Land so zu bieten hat und freue mich drauf, euch auch ein Stück weit da mitzunehmen. Manchmal sieht eine Krise nicht aus wie ein Sturm, sondern wie ein klarer Himmel über glänzenden Hochhäusern. Busan ist Südkoreas zweitgrößte Stadt. Eine malerische Oase zwischen grünen Hügeln und blauem Meer. Ruhig, sauber, effizient. Eine Vorzeigemetropole, die beispielhaft ist für den beispiellosen Aufstieg dieses Landes. Noch vor 70 Jahren war Südkorea eines der ärmsten Länder der Welt. Heute gehört es zu den reichsten. Modernste Infrastruktur, ein exzellentes Gesundheitssystem, weltführende Technologie, popkulturelle Exportschlager wie Squid Game und BTS. Doch irgendetwas fehlt hier. Und wenn man durch die glattgeleckten Straßen Busans streift, merkt man sofort was. Kinder. In keinem Land der Welt kommen so wenige zur Welt wie hier. Die Geburtenrate liegt bei 0,72 pro Frau. Eine Gesellschaft braucht 2,1, um sich zu erhalten. So eindrucksvoll Südkorea ökonomisch wächst, so lautlos zerbröckelt es im Inneren. In Busan leben etwa so viele Menschen wie in Berlin. Doch während in der deutschen Hauptstadt 2023 rund 33.000 Kinder geboren wurden, waren es in Busan nur etwa 13.000. Und die Prognosen sind noch düsterer. Bis 2028 wird sich die Zahl der Kinder im Vorschulalter fast halbieren. 1/3 aller Kindergärten wird schließen müssen. Und bis 2050 könnte Busan um 1,2 Millionen Einwohner schrumpfen. Das sind dramatische Zahlen. Und sie betreffen nicht nur Busan, sondern das ganze Land. Südkorea ist dabei, sich aufzulösen. Der demografische Wandel fegt durch fast alle Industriestaaten, auch durch Deutschland. Und ich weiß, dass es Leute wie ich sind, die ihn begünstigen. Doch entscheiden sich Menschen wirklich aus altruistischen Gründen für Nachwuchs? Bin ich verantwortungslos, weil ich mit Anfang 30 noch keine Kinder habe und vielleicht nie welche haben werde? Ist es egoistisch von mir, dass ich selbst bestimmen möchte, wie ich mein Leben gestalte? Ich glaube nicht.
Und doch frage ich mich, ob ich mich gerade so fest an meine Freiheit klammere, dass sie letztlich das Einzige sein wird, das bleibt. Habe ich Angst davor, dass ich einem Kind kein Zuhause bieten kann, weil ich selbst keines habe? Renne ich vor einer Entscheidung davon, in der Hoffnung, dass das Leben sie mir irgendwann abnimmt? Warum glaubst du, fällt es uns so schwer, die Entscheidung zu treffen, ob wir selbst Kinder möchten oder nicht? Ich weiß auch nicht. Irgendwie gibt es so viele Punkte, die dagegen sprechen, aber auch so viele Punkte, die dafür sprechen. Und da so eine Entscheidung zu treffen, ist halt einfach schwierig. Das ist etwas, was ein Leben lang bleibt und was dein Leben halt komplett verändert, ne? Ich glaube halt, wir sind eine der ersten Generationen, die halt wirklich diese Entscheidung bewusst treffen können. Ja. Es ist nicht mehr einfach so etwas, Vor das allem zum Frauen Leben... haben jetzt diese Entscheidung, ne? Das muss man ja auch sagen, dass du früher als Frau halt irgendwie nur dazu da warst, zu heiraten und ein Kind zu bekommen. Und wenn das irgendwie nicht geklappt hat, dann warst du eine komische Frau. Ja. Und ich finde es halt kritisch, dass man diese Frauen dann halt so hinterfragt. Und es triggert halt auch so unfassbar viele Menschen, dass Frauen sich dazu entscheiden, keine Kinder zu bekommen. Es werden dann auch so fadenscheinige Argumente dann herangezogen. Dabei, erstens, wir sind zu viele Menschen auf diesem Planeten. Ja. Schadet also nicht, wenn sich einige Menschen dagegen entscheiden, Kinder in die Welt zu setzen. Ganz im Gegenteil. Ja. So mal als gesellschaftliche Verantwortung sozusagen. Ja. Zweitens, nur Familie bringt Glück im Leben. So dieses traditionelle, ganz klassische, konservative Bild einer Familie. Ja. Wie viele unglückliche Familien in dieser Konstellation gibt es? Wie viel Unglück und Traumata entstehen eben in diesem Gebilde? Es gibt das komplette Gegenteil und Familie kann das größte Glück der Welt sein. So. Aber eben zu behaupten, Familie sei der einzig wahre Weg zum Glück, ist nicht wahr. Auch dieses Argument, dieses letzte Argument so, ja, im Alter, da wirst du dir wünschen, Kinder zu bekommen, du wirst ganz einsam sein. Ganz ehrlich, wie viele alte Menschen gerade in Deutschland hocken in irgendwelchen Altersheimen und werden weder von ihren Kindern besucht, noch von ihren Enkelkindern oder von irgendwem. Also sozusagen so zu behaupten, dass sozusagen Kinder der Garant dafür sind, im Alter vor Einsamkeit gewahrt zu sein, geschützt zu sein, das ist ja Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Ich persönlich, und vielleicht ist das auch der Grund, um die Eingangsfrage zu klären, warum wir vielleicht damit hadern. Weil es natürlich eine lebensverändernde Entscheidung ist, erstens. Aber zweitens halt auch, ich möchte nicht mein persönliches Glück daran knüpfen, ob ich ein Kind bekomme oder nicht. Ich möchte quasi die Stütze für dieses Kind sein, damit es glücklich wird und ein glückliches Leben hat. Und nicht andersrum. Du möchtest eine safe Base für das Kind geschafft haben. Genau. Man möchte die besten Eltern werden, aber ich glaube, das ist halt auch so ein Ding. Man wird es halt sein Leben lang hinterfragen, ist man wirklich gut genug? Hat man wirklich die richtigen Entscheidungen getroffen? Und so eine Entscheidung, ein Kind zu bekommen, ist ja auch etwas, was man ja nicht bereuen kann, weißt du? Was meinst du? Kannst schon bereuen. Es gibt auf jeden Fall Eltern. Ich will nicht sagen viele oder wenige, ich weiß es nicht genau. Aber zu behaupten, es gäbe keine Eltern, die es bereuen. Die es öffentlich bereuen, die es laut aussprechen zu wagen. Ja, aber das ist halt so ein Tabuthema. Ich glaube, man kann sein Kind über alles lieben, aber trotzdem bereuen, dass man es bekommen hat. Ich glaube, das ist nicht so eine riesengroße Ausnahme. Ich glaube, darüber wird wahrscheinlich selten gesprochen und das verstehe ich voll und ganz, aber ich glaube, das gibt's. Ja, mal schauen. Mal schauen. Ich habe ja noch etwas Zeit. Ich bin 31. Ich habe keine Kinder und ich weiß nicht, ob ich welche will. Aber ich weiß, was ich nicht will. Eine Welt ohne Kinder. Denn wie sehe so eine Welt aus?
Wahrscheinlich wäre sie gespenstisch still. Kein Plätschern kleiner Schritte, kein leises Kichern in den Gassen, kein Was ist das, kein Wie geht das, kein Warum. Keine Augen, die staunen, keine Tränen, die vergessen sind, noch bevor sie trocknen konnten. Keine Hände, die nach morgen greifen. Es wäre so still, dass man die Blätter fallen hört und das Leben sterben. Busan war einmal ein Ort der Jugend und damit ein Ort der Hoffnung. Als die koreanische Halbinsel im Krieg versank, flüchteten Millionen Menschen hierher, vor allem Frauen und Kinder. Mit ihnen kam das Leben. Zwischen Hafenkränen und Hügeln wuchs eine Stadt, die vibrierte, die schillerte, die atmete. Busan wurde zur Bühne des Aufbruchs. Ein Nährboden für Kunst und Film, für Geschichten und Ideen. Doch das ist lange her. Heute ist die Hälfte der Bevölkerung älter als 50. Nicht einmal jeder Zehnte jünger als 14. Die Alten werden älter, die Jungen immer weniger. Was bleibt, ist eine Stadt, die zweifelsfrei schön ist. Sauber, geordnet, ruhig. Aber die zunehmend einer Charonrose gleicht, die am Morgen noch blühte und nun am Abend verwelkt. Laut einer Studie von Ipsos blicken die Menschen in keinem Land der Welt so pessimistisch in die Zukunft wie in Südkorea. Vielleicht ist genau das die Ursache für den demografischen Wandel. Vielleicht aber auch nur deren Folge. Denn wenn das Heute vom Gestern getragen wird, gibt es keinen Morgen. Eine Welt ohne Kinder ist eine Welt ohne Zukunft. Und eine Welt ohne Zukunft ist eine Welt ohne Hoffnung. In so einer Welt möchte auch ich nicht leben. Scrolling on my phone, my kids caught lying to myself. I'm greener grass, dream another life, one that's not so hard. Guten Morgen aus Busan. Ja, uns hat die Stadt wirklich sehr, sehr gut gefallen. Eine sehr entspannte Atmosphäre hier, auch durch die Nähe zum Meer, wirklich angenehme Vibes. Aber für uns geht es gleich weiter. Wir fahren mit dem Zug nach Seoul, also in die Hauptstadt Südkoreas. Habe heute Morgen versucht, Zugtickets zu buchen. Leider ist ausgerechnet heute das WLAN hier bei uns im Hostel ausgefallen, aus unerklärlichen Gründen. Aber zum Glück haben wir Saely. Saely ist eine App, mit der man sich eine eSIM für über 200 Reiseziele runterladen kann. Keine Plastikkärtchen, kein Stress, keine Warteschlangen am Flughafen. Einfach App runterladen, Zielland auswählen, Datenpaket buchen, fertig. Die eSIM wird automatisch aktiviert, sobald man im Land ankommt. Und wenn man weiterreist, kann man einfach neue Ziele hinzufügen, ohne ständig neue eSIMs installieren zu müssen. Ja, wir haben Saely schon in China genutzt, in der Mongolei und auch jetzt in Südkorea. Und es hat wirklich alles immer reibungslos, unkompliziert und zuverlässig funktioniert. Für uns ist Saely auf jeden Fall ein richtiger Gamechanger auf Reisen. Und wenn auch ihr demnächst eine Auslandsreise plant, holt euch auf jeden Fall Saely. Wir haben euch den Link in die Videobeschreibung gepackt. Und ja, mit unserem Code Notizen erhaltet ihr 15% Rabatt. Also, vielen Dank Saely und danke euch fürs Zuschauen.
So, wir sind jetzt in Seoul. Die Zugfahrt war sehr entspannt. Busan war auf jeden Fall echt schön. Ja, was halt ein bisschen aufgefallen ist, dafür, dass es so eine 3,5 Millionen Einwohnerstadt ist, also vergleichbar mit Berlin. Ja, um 9 ist da quasi alles dicht, so mehr oder weniger. Also sprich, die meisten Restaurants machen zu und die Läden und auch auf den Straßen ist dann auch, zumindest dort, wo wir unterwegs waren, auch echt dann tote Hose gewesen. Ansonsten, ja, die Südkoreaner wirken so ein bisschen wie die Deutschen. Im positiven Sinne auch, aber auch im negativen Sinne. Also alles ist sehr so strukturiert und geordnet und alle sind sehr super höflich und respektvoll. Ja, die Menschen sind halt aber trotzdem auch so ein bisschen reserviert, würde ich sagen. Also nicht so offen. Alle wirken super busy und ein bisschen gehetzt auch irgendwie. Also ja, wie in Deutschland. Und ja, freuen uns ansonsten gleich mal ein bisschen Seoul zu erkunden. Genau. Erstmal rasieren aber. Wer verstehen will, warum Südkorea ein Land ohne Kinder ist, muss nach Seoul. Fast 10 Millionen Menschen leben hier, in einer Stadt, die sich anfühlt wie die Zukunft im Zeitraffer. So groß, so grell, so rastlos, dass einem schwindlig wird beim Zusehen. Seoul ist das Herz dieser Nation und das Epizentrum ihrer Krise. Denn Seoul hat vieles, aber kaum noch Kinder. Nirgends im Land ist die Geburtenrate so niedrig wie hier. 0,55 Kinder pro Frau. Das ist nicht mehr wenig, das ist fast nichts. Die Politik hat den demografischen Wandel längst zum Notstand erklärt und investiert Milliarden, als ließe sich Leben kaufen. Mehr Kindergeld, mehr Elternzeit, flexiblere Arbeitsmodelle. Doch wie soll ein Pflaster helfen, wenn die Wunde bis auf den Knochen offen liegt? Was viele junge Südkoreanerinnen eint, ist das Gefühl, dass Kinder in ihrem Leben keinen Platz mehr finden. Der Leistungsdruck ist so hoch, dass Südkorea trotz oder gerade wegen seines wirtschaftlichen Erfolgs eine der höchsten Suizidraten der Welt verzeichnet. Der Lebenslauf ist hier kein Weg, sondern eine Währung. Und Kinder ein Kostenfaktor. Und genau das ist der Kern der Krise. Nicht nur in Südkorea, sondern in vielen Teilen der Welt. Kinder sind ein Luxus, den man sich leisten muss. Zeitlich, emotional, finanziell. Sie sind Sand im Getriebe eines Systems, das von uns verlangt, dass wir immer besser werden. Immer erfolgreicher, immer schneller, immer klüger. Immer gesünder, immer witziger, immer empathischer. Jede Lücke im Tag muss gestopft sein mit To-Dos und vermeintlich sinnvollen Tätigkeiten, die uns helfen sollen, Ideale zu erreichen, die ohnehin unerreichbar sind. Keine Zeit für Umwege, keine Zeit für Chaos, keine Zeit für Kinder. Als ich in Berlin als Erzieherin gearbeitet habe, sah ich Eltern, die ihre Kinder jeden Tag für 10 Stunden in der Kita abluden wie Ballast. Das waren selten alleinerziehende Mütter, selten Familien am Rand der Gesellschaft. Es waren meist Eltern mit guten Jobs, mit Terminen, mit Kalendern, die keinen Weißraum mehr zuließen. Damals schüttelte ich darüber den Kopf. Ich verstand nicht, warum man überhaupt Kinder in die Welt setzt, wenn man sich keine Zeit für sie nehmen möchte. Gerade wenn man doch finanziell gut aufgestellt ist. Heute denke ich anders. Vielleicht, weil ich weiß, wie schwer es ist, den Ansprüchen unserer Zeit gerecht zu werden. Gerade als Frau. Und welch Balanceakt es ist, Familie und Karriere in Einklang zu bringen. Kein Wunder also, dass sich immer mehr Frauen nur für eines von beidem entscheiden. An diesem Nachmittag treffen wir Toko Toko Jin. Die 33-Jährige hat sich als Künstlerin einen Namen gemacht, auch außerhalb der Grenzen ihres Landes. Das wäre mit Kindern nicht möglich gewesen. Und so ist sie glücklich darüber, keine zu haben. When I was a teenager in high school, I was reading a book and then there was like description about Toko Toko and then, oh, Fruit Loops. The bird. Yeah. And it was always question mark for me. So when I have that cereal, Yeah. I was like, oh, what is the name of this bird? But yeah. And then from the book, I realized, oh, that's Tokotukan. And then I start to sketch. And then when I start to study in university, I kept painting. And then it became like my Pikachu.
That's how I start to paint toko-toko, but my whole concept of my art is eternal happiness. So that's why I painted pink volcano at the time. So I explored everything, and then at the time, two toko-tokos were hugging each other. Then it was like happy ending. That time, when it was exploding, I painted a little dragon, a dragon who disturbs love. Because what I thought was, love, there's always like disturbing thing, like distance or time or money or personality difference. Yeah. And then I finally broke up with my boyfriend at the time. Then I was very sad. So I thought, oh, the dragon, the disturber, won finally, because it's what he wants. So I made golden dragon with many toko-toko dead body. But the dragon thought everybody died, but one toko-toko was still alive, and then it finally fly to the sky. After a long time, the tree seed flew from somewhere, then became tree, and then jungle, and then after many years, toko-toko and friends, they start to travel the jungle. That's how the universe started. I think I am the one who has to express my feeling, and then it's a really good way to express something. Me, I don't want to have a baby now or later, because I love my work, and then I'm afraid if I cannot do something when I have baby. Also, like culture here, that for me, that's number two reason. Family, expect something from you. I don't like that. I think like Europe, I heard there is latte papa, but in Korea it's mostly mom's job. So when you go to elementary school, mostly moms go to pick up their kids. In Korea, when you have like parents meeting, Anna, bring your mom tomorrow. Let's say your mom's name is Catherine. Maybe in Europe, like, hi Catherine, but in Korea, hi Anna's mom, like no name, just mom. The reason why like our generation don't want kids is like back then, parents' generation and then upper generation, kids, if you have kids, you can make more money and support your family. But now it's opposite, totally opposite. If you have kid, you have to spend for the baby. And I'm also kind of pessimistic because many of people in Korea think the education is something wrong. But still, like, they cannot avoid from the system, education system. I think competition is too high, and then that's my pessimistic part. But optimistic part, I still have hope. Yeah, I like Korea. What makes you happy in life? Love, like all kind of love, I think. Like I've been thinking about this question like since when I was young. For me, like, let's see, without love, and then if I see something, it's like nothing. Gray. So biggest thing is love, I think. And then what makes me happy is like my cat, and then my art, my boyfriend, my family, my friend. Betrachtet man die jüngere Geschichte, könnten Deutschland und Korea Geschwister sein. Zwei Länder, einst zerrissen vom Krieg, geteilt in zwei. Und doch entschlossen, sich neu zu erfinden. Zwei Wirtschaftswunder, zwei Demokratien, zwei moderne Staaten mit ehrgeizigen Bürgern. Und mit einer ähnlichen Leerstelle. Denn im Rausch des Fortschritts ging beiden etwas verloren. Der Kompass. Früher reichte das Durchschnittseinkommen eines Mannes für ein gutes Leben. Für ein Haus, 1 bis 2 Autos, 2 bis 3 Kinder. Und natürlich den Sommerurlaub am Mittelmeer. Heute arbeiten oft beide.
und können sich kaum noch die Miete in der Großstadt leisten. Ja, es gibt heute mehr Freiheiten. Frauen dürfen entscheiden, mitreden, mitgestalten. Es gibt kein richtig oder falsch, sondern ein Spektrum an Lebensentwürfen. Zwischen Feministinnen und Dreadwives, zwischen Karriere und Kinderwunsch. Doch mit der Wahlfreiheit kam auch der Erwartungsdruck. Denn heute sollen wir am besten alles sein. Frei und fürsorglich, ehrgeizig und empathisch, unabhängig und familiär. Wir sollen arbeiten, gebären, versorgen, verwirklichen. Eine gute Mutter, eine gute Partnerin, eine gute Kollegin. Und dabei bitte möglichst mühelos aussehen. Gleichzeitig umgibt uns eine Politik, die immer öfter an unseren Bedürfnissen vorbeiregiert, die Kürzungsdebatten auf dem Rücken der Schwächsten führt, die wenig gibt, aber viel verlangt, vor allem von Frauen und vor allem von Kindern. Dieser Mangel an Respekt beginnt nicht in Gesetzen, sondern in der Haltung. In der Häme über Frauen mit Katzen statt Kindern, im Spott über Mütter mit schreienden Babys, in Schuldebatten, bei denen niemand die Schüler fragt, und in Wehrpflichtdiskussionen, wo alte Männer bestimmen, was junge Menschen diesem Land angeblich schulden. So entsteht ein Teufelskreis. Je weniger Platz Kinder in unserer Gesellschaft haben, desto weniger Menschen entscheiden sich für Kinder. Ich bin 31 und ich weiß nicht, ob ich je Mutter sein werde, weil ich nicht weiß, ob ich in dieser Welt Mutter sein kann. Denn vielleicht waren die Zeiten nie ungünstiger, Kinder zu bekommen. Aber vielleicht ist es gerade deshalb so wichtig, es zu tun. Nicht, weil es jemand erwartet, nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil es Hoffnung braucht. Und wo, wenn nicht in Kindern, soll diese Hoffnung wachsen? Korea hat mir echt gut gefallen. Ich kann mir auch vorstellen, nochmal herzukommen. Aber dann glaube ich eher Busan und die Inseln bei Busan, weil Seoul ist halt wie jede große Hauptstadt, ja, ist interessant, aber man hat auch nach einer Weile, nach so 2-3 Tagen genug. Südkorea ist ein echt modernes Land und hat das beste Gesundheitssystem der Welt, glaube ich. Und ja, hier stimmen sehr viele Faktoren, aber trotzdem heißt es nicht, dass es hier perfekt ist und dass Menschen nicht unter Einsamkeit leiden und dass es halt trotzdem seine Struggles hat. Ja, und Kinder zu bekommen, ja oder nein, ist eine sehr individuelle Entscheidung, ob jetzt Südkorea oder Deutschland. Und das ist auch gut, dass es so ist, aber trotzdem sind Kinder halt die Zukunft. Und eine Gesellschaft, ja, braucht auch Kinder, um irgendwie weiterzuwachsen. Nicht nur wachsen im wirtschaftlichen Sinne, sondern wachsen auch im gesellschaftlichen Sinne. Weil neue Kinder bringen halt auch neue Impulse und bringen auch Glück und Liebe und Freundschaften. Und es ist halt auch schön, in einer Gesellschaft zu leben, wo Kinder sind und nicht nur alte Menschen. Also so, das ist irgendwie erfrischend und weckt ja in einem selber auch irgendwie so eine Frische. Und mir ist halt aufgefallen, dass in so hochentwickelten Ländern wie Südkorea oder auch Deutschland das Bedürfnis, Kinder zu bekommen, sinkt. Ja, Menschen wollen in die Stadt, da gibt es Geld, da kann man Arbeit finden und dementsprechend arbeitet man dann sehr viel, hat auch keine Zeit für Kinder und ja, das ist halt einfach ein kinderfeindliches System, in dem wir teilweise leben.